willkommen in der Noppenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und ja Freunde, es wird mal wieder Zeit für einen Panzer. Und diesmal im, glaube ich, richtigen Maßstab. Freunde, ich glaube, wir können uns alle freuen, dass ich euch heute das Kobi-Set 2561 vorstellen darf. Den Panzer 3 in der Ausführung J und das Field Workshop Team, also die Feldreparatur, die Etappe hier in der Limited Edition. Wir haben das ganze Brimborium drumherum und was mich ganz besonders freut, einen italienischen Soldaten. Und wir können sogar hier zwei Versionen bauen, nämlich einmal die mit der KWK 38 und einmal mit der KWK 39, also Stummelchen und Lang. Natürlich bauen wir, schaut mich an, das Ding heute in Lang. Ich glaube, das wird eine der besten Limited Editions, die ich euch je vorgestellt habe. Kommt mit mir auf den Bautisch, dann überprüfen wir das. Ja Freunde, da haben wir die neueste Limited Edition aus dem Hause Kobi hier auf dem Bautisch aus der Historical Collection World War II, unseren Panzer 3 in der Ausführung J und die Feldwerkstatt mit vielen Minifiguren, natürlich einen gelaserten Schild. Ich bin ganz gespannt, welche Nummer das Set hier hat. Ihr auch? Ja, das weiß ich. Im Maßstab 1:28, also ein schönes großes Set. Darauf freue ich mich am meisten. 1015 Steinchen, die erwähnten 5 Minifiguren und natürlich die Setnummer 2561. Und das Coole ist, wir können dieses Set in zwei Ausführungen bauen quasi. Einmal mit der 39 L60 KWK, also es ist die Kampfwagenkanone hier in Lang, oder mit der gleichen nur 38 L42, der kleinen, das Stummelchen. Ich baue natürlich die lange Kanone und ganz besonders freue ich mich auf diesen italienischen Herren. Ja Freunde, schauen wir uns die Rückseite an. Da wird eine ganze Menge zu sehen sein und hier sehen wir es nämlich einmal einen Mechaniker, einen Soldaten vom Deutschen Afrikakorps, noch den italienischen Soldaten, einen deutschen Soldaten mit Oberkörper frei und wir haben hier Kompressor, Schweißgerät, Leiter, Werkbank und. Natürlich ein Originalfoto des Panzer 3. Wir sehen, dass der Panzer 3 23 cm lang und 6,5 cm hoch wird. Wir sehen, dass wir den Motor uns anschauen und auch bauen werden. Sehr viele Drucke und sogar, dass wir hier Klappen in der Seitenwand bei dem Fahrwerk haben, bei den Laufrollen. Das gefällt mir richtig gut und wir haben sogar Gummi an den Laufrollen. Herrlich. Fakten bekommt ihr natürlich gleich in den Infocards, beziehungsweise bei den Infocards. Viel wichtiger ist aber jetzt zu gucken, was sich in diesem Karton verbirgt. Dafür drehen wir noch einmal um. Rechts ist immer wichtig, denn da steht drin, wann das Set produziert wurde. Und jetzt ein kleiner Zaubertrick und dann schauen wir uns wirklich genau an, was sich in diesem Set verbirgt. Ja Freunde, da haben wir den Inhalt auf den Karton gehext und jetzt habe ich euch so schön gesagt, rechts, und habe den Karton auf die andere Seite gezaubert, damit ich es einfach besser euch zeigen kann. Denn hier sieht man es, am 6.9.2022 um 19:27 Uhr und 2 Sekunden wurde in der Kobi-Fabrik dieser Karton befüllt. Wir haben hier die Anleitung, wir haben das Zertifikat und wir haben 3 Bauabschnittstüten. 1, 2, 3, wobei in der dritten dann nur der eigentliche Workshop ist, also die Feldinstandsetzung, die Werkstatt. 1 und 2 sind für den Panzer. Woher ich das weiß? Naja, ich habe in der Anleitung etwas vorgespickt. Ab 10 Jahren, das glaube ich auch bei der Teileanzahl. Wir haben die traurige Zwiebel, wir haben Captain Planet, ein Mann, der Blitze schießt, ein Pfeilemonster, ein Löwen und so weiter. Viel wichtiger, ich habe es euch vorhin schon gesagt, alles bedruckt und die Anleitung ist auch bedruckt in der EU und sie ist schön klammergebunden DIN A4. Für Leute, die noch nie Kobi gebaut haben, ganz wichtig, wir haben immer eine Legende, was für Slopes wir haben, in welchem Winkel oder was für, hier sind es Nieten wir benutzen. Was wir bauen ist farblich, was gebaut wurde ist farbentsättigt. Die Teile, die wir brauchen, sind immer in so Kästchen eingerahmt. Wir sehen hier am Anfang, wenn es Bauabschnittstüten gibt, welche wir brauchen. Pfeile weisen uns den Weg, ob wir was drehen sollen oder wo wir es aufnoppen. Und wir haben ganz oft auch Legenden, wo wir sehen, welche Teils, also Fliesen, wir anlegen müssen. Hier also ein 1x2er und da eine 1x4er. Wir sind dann bei 67 Bausteps, wenn wir den Panzer fertig haben, und dann kommt mit der Tüte 3 bis Baustep 102 quasi die Vervollständigung der ganzen Werkstatt der Feldinstandsetzung. Eigentlich würde ich sogar sagen 103
3, denn Kobi hat seit neuestem jetzt ja sogar immer eine kleine Anleitung bei der Teileübersicht, wie man die Figuren zusammenbaut. Das gefällt mir. Eine dicke Anleitung. Am Ende sind die Kobi-Anleitungen immer mit der Teileübersicht bestückt seit neuestem. Und wir haben immer ein bisschen Werbung. Freunde, fast alle Sets hiervon habe ich euch vorgestellt, werde ich euch vorstellen. Schaut einfach auf meinem Kanal und immer auf dem i bei den Videos. Da findet ihr die Sets, die ich euch bei Kobi vorgestellt habe. Und auf der letzten Seite, und das merke ich bei jedem Video, getreue Zuschauer können es schon nicht mehr hören, die Karte für das Kobi Tabletop, die man hier ausschneiden könnte. Ganz früher waren die einzeln einlaminiert, heute soll man sie ausschneiden mit den Stats für das Game. Da habe ich aber keinen Bock drauf, ich zerschneide keine Anleitungen. Die Anleitung geht jetzt zur Seite und jetzt kommt das Zertifikat und wir haben die 149 und hier haben wir auch das gelaserte Typenschild, auch mit der 149. Ich muss zugeben, ich versuche immer niedrige Nummern zu kriegen, hier habe ich aber etwas gepennt, bin aber trotzdem froh, dass ich das Set jetzt hier in der Hand habe und eigentlich geht es ja nur um das, was das Set an Ausstattung mitbringt, gar nicht an die Nummer. Ja, Freunde, jetzt gibt es ein paar Fakten zum Panzer 3 Ausführung J. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und mir viel Spaß beim Bauen. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über das Sonder-Kfz 141 bzw. den PZKPFW3. Das ist die Abkürzung für Panzerkampfwagen 3 oder halt umgangssprachlich über den Panzer 3. Dieser war ein mittlerer deutscher Kampfpanzer der Wehrmacht im letzten Weltkrieg. Als Standardpanzer für die zukünftigen Panzerbataillone vorgesehen, war er mit einer panzerbrechenden Kanone für die Panzerbekämpfung vorgesehen und generell für diese bestimmt, während der fast bauähnliche Panzer IV, der links wie rechts 2 Räder mehr hatte, als Unterstützungsfahrzeug und zur Bekämpfung von Infanterie, leichten gepanzerten Fahrzeugen und ausgebauten Stellungen dienen sollte. Der von Daimler-Benz von 1935 bis 1937 entwickelte Panzerkampfwagen 3, der in der ersten Kriegshälfte bis 1942 der wichtigste deutsche Panzer war, bewährte sich in den ersten Kriegsjahren sehr gut. Mit dem Erscheinen leistungsfähiger gegnerischer Panzer wie dem sowjetischen T-34 oder den US-amerikanischen Sherman nahm sein Kampfwert aber aufgrund eingeschränkter Ausbaufähigkeit schnell ab. Von 1936 bis 1943 wurden ca. 5700 Fahrzeuge produziert, wobei das Chassis als Basis für das erfolgreichere Sturmgeschütz 3 bis zum Ende des Krieges hergestellt wurde. Der Panzer 3 blieb aber auch bis zum Ende des Krieges im Einsatz. Die Ausführung J, die ich hier baue, wurde ca. 1521 Mal im Zeitraum vom März 1941 bis Mai 1942 mit der kurzen 5 cm Kanone produziert. Es gab auch noch 81 Kommandofahrzeuge. Die Basispanzerung sowohl der Turmfront auch als der Wannenfront wurden im Vergleich zu den vorherigen Panzer 3 Modellen um 50 mm verstärkt. Der Fahrer bekam ein verbessertes Visier und das Bug-MG wurde mit einer verbesserten Kugelpfanne versehen. Die bis dahin praktizierte hydraulische Übertragung der vom Fahrer ausgeübten Lenkhebelbewegungen zur Lenkbremse wurde nun über ein mechanisches Lenkgestänge ausgeführt. An der Ostfront zeigte sich relativ schnell, dass die kurze 5 cm Kanone keine Leistungsreserven bei mangelnder Penetrationskraft besaß. Daher wurde ab Ende 1941 erstmalig die längere 5 cm KWK 39 mit Kaliber 60 in die Panzer der Ausführung J verbaut. Viele der zur Generalüberholung ins Großdeutsche Reich verlegte Panzerkampfwagen 3 wurden auch auf die neue längere Kanone umgerüstet. Diese relativ durchschlagkräftige Kanone wäre schon zum Zeitpunkt der Umrüstung auf die kurze 5 cm Kanone ab der Ausführung F verfügbar gewesen. Jedoch verzichtete das deutsche Heereswaffenamt aus taktischen Gründen auf deren Einbau, da das Rohr stark über das Seitenprofil des Panzers hinausragte und man deswegen Einschränkungen der Beweglichkeit in bewachsenen und gebauten Gelände gefürchtete. Also eine zu lange Kanone über den Fahrzeugrand hinaus hätte in den Köpfen der Verantwortlichen zu Problemen geführt.
Bei den Fahrzeugen mit der langen 5 cm Kanone konnte jedoch dann nur noch 84 Schuss an Munition anstatt der gewohnten 99 Schuss mitgeführt werden. 1941 konnten aber nur 40 Neufahrzeuge mit der längeren 5 cm Kanone ausgeliefert werden. Wie schon erwähnt, wurden 5774 Panzer III bis 1943 gebaut zu einem Stückpreis von 103.163 Reichsmark. Der Panzerkampfwagen 3 Ausführung J wurde beim Deutschen Afrikakorps in der 15. und 21. Panzerdivision eingesetzt. Freunde, ich kann euch jetzt schon sagen, dass ich mich jetzt richtig gleich auf das Review freue, denn der Bau hat mir übelst viel Spaß gemacht und ich muss sagen, das ist bis jetzt eine der schönsten Limited Editions, die ich von Kobi je gebaut habe. Aber erfahrt jetzt mehr. Ja, Freunde, nach 3 Stunden, also knappe 3 Stunden, 2 Stunden 55, ist er fertig. Unser Panzer III in der Ausführung J mit der Feldinstandsetzung, das Kobi-Set 2561, 1015 Steine, also 1015 und sage und schreibe 5 Minifiguren. Das ist für mich bis jetzt eine der besten Limited Editions, die Kobi je auf den Markt gebracht hat. Das Fahrzeug hat super Spaß gemacht zu bauen. Es hat sau viele tolle, interessante Details und viel drumherum. Und wir fangen mal mit dem an, was eigentlich obligatorisch immer ist, was für Steine übrig geblieben sind. Das ist nämlich auch eine ganze Menge. Ich lasse sie mal hier rein plumpsen. Es sind nämlich viele Bügelperlen, es sind ein paar Kettenglieder, es ist das obligatorische Aufnopp-Hilfswerk und sogar Bügelperlen in Tan bzw. hier sogar in Rot. Also wieder so eine kleine Fingerspitze voll, wenn ein französischer Gourmetkoch Salz streuen würde. So viele Steine haben wir hier über und das sind jetzt zwar keine großen Bricks, sage ich jetzt mal, aber es sind einfach Steine, die über sind und das ist immer gut. Steine, die über sind, ist wie Freibier, Lieblingssteine, Lieblingsbier. Da seht ihr sie nochmal in der Hand. Da ist mir auch schon ein bisschen runtergefallen, nämlich hier dieses Okular, dieses transparente, das Licht hier vorne für die Scheinwerfer. Kommen wir gleich zu. Hier steckt eine ganze Menge drin und es ist eine tolle Idee, hier mal eine Instandsetzungswerkstatt, eine Instruppe zu platzieren in der Limited Edition, weil das schreit nach Dioramen, nach kleinen Schaubildern. Das werde ich hiermit auch tun. Das schreit für mich danach. Ich habe auch schon ein paar tolle gesehen von Leuten, die schnell umgesetzt haben. Richtig Zucker. Denn wir haben ja hier unser Schweißgerät. Richtig cool. Auf Rollen, mit Schlauch, mit diesem Mold für das Schweißgerät, wo wir hier die beiden Gase zusteuern können. Richtig cool. Auf Rädern, die wir auch kennen, die wir auch benutzen könnten für andere Fahrzeuge. Schön gebaut. Hier die Stabilisatoren, zum Beispiel gibt es hier in Weiß bei den Doppeldeckern des Roten Barons. Also wieder schön hier aus der Kobi Trickkiste gegriffen, um so ein cooles Schweißgerät zu bauen. Hier oben auch dann angedeutet, ein Druckmessgerät, wie heißen die denn? Ein Bar, Thermobar. Ihr wisst, was ich meine, um zu gucken, wie viel Druck hier auf dem Schweißgerät auf den Gasen laufen. Also hier eine Anzeige, schön angedeutet. Ein Print wäre cool, will ich aber gar nicht hier schimpfen, denn das ist dann schon ein cooles Add-on. Dann haben wir hier einen tollen Kompressor, auch cool gebaut. Hier quasi mit Hebel dran zum Ziehen. Hier oben auch die Filter, Schlauch, richtig cool, auch tolle Farbe in diesem dunkelgrün und hier auch kleine Räder. Also das hat extra Spaß gemacht zu bauen. Ich habe auch fürs Ganze drumherum auch noch mal eine Stunde gebraucht, um das zu bauen. Ja, wahrscheinlich, weil ich mich ein bisschen dumm angestellt habe. Denn was tricky war, war diese Leiter. Da wusste ich mal eine Zeit lang nicht, wie rum ich hier diese Elemente, diese Pfeifenelemente setzen musste. Aber sie ist ziemlich cool, sie ist auch sehr stabil, sie wackelt nicht. Wenn es wackelt, liegt es an meinem Tisch. Also eine tolle Idee, hier noch so eine Leiter beizupacken. Und das größte Highlight ist für mich hier eigentlich der Bautisch bei diesen Beigaben. Den finde ich cool, der sieht used aus. Wir haben vor allen Dingen einmal 4er Teils in Braun mit diesem Holzenmuster, mit der Optik. Und wir haben hier eine Schraubzwinge und auch cool gebaut mit diesen Kobi Pfeifenelementen. Also richtig cool. Und dazu natürlich haben wir Hammer und Axt
natürlich amerikanischer Zimmermannshammer, das ist irgendwie immer vertreten. Und wir haben hier noch mehr Werkzeug wie Schraubzwinge, wie Brecheisen, wie Zange, wie Schraubendreher. Das gehört einfach dazu, gehört eigentlich hier so auf den Tisch drauf geworfen, bla bla bla, für die Jungs von der Inst. Dann einen schönen Hocker, auch cool gemacht, richtig cool, Baurichtungsumkehr und damit einen Hocker bauen. Hammer, also richtig cool, das ist Deluxe, das sind Kobi-Steine. Wir haben halt hier diese dünne Fliese mit oben-unten Noppen und die ist ja unten hier hohl, diese Noppenaufnahme, und da haben wir dann diese Rohrelemente reingesteckt und von unten mit diesen Nietenteilen eigentlich zugemacht. Und das für einen kleinen Hocker finde ich richtig nice, da durften sich die Kobi-Ingenieure am CAD-Programm richtig austoben, richtig cool. Dann dieses Kistchen hier. Kennen wir auch, habe ich euch jetzt neulich hier auch schon bei der Feldküche gezeigt. Da ist sie in braun, da oben sieht man es. Hier jetzt in diesen Oliv, kommt auch eigentlich hier drauf, ist auch Werkzeugkiste, Munitionskiste, wie auch immer. Und dann natürlich eine große Kiste, wo wir das ganze Werkzeug reinpacken können. Finde ich auch gut. Jetzt hier hinten so richtig schön die Scharniere angedeutet, wird reingeklipst. Und da können wir dann natürlich hier Schraubendreher und Co. reinpacken. Und es müsste auch alles gehen. So, genau, zack, zack, und könnte man vielleicht auch auf dem Fahrzeug aufnoppen, denn ich weiß, viele der Panzer IV hatten hier hinten noch so Aufbauten, wo sie dann quasi Kisten und sowas drauf gebaut haben, weil die Panzerfahrer oft draußen schlafen mussten oder eigentlich immer draußen schlafen, denn es gab da gar nicht genug Platz. Deswegen haben die hier Klamotten mitgeführt, die sie dann gebraucht haben zum draußen campen, in Anführungszeichen. So, ich lasse die Kiste mal kurz stehen. Wir haben natürlich hier eine obligatorische rote Tonne, die kennen wir alle aus Computerspielen, die stehen immer überall rum, damit es Peng macht. Nee, gehört natürlich dazu bei einer Insti. Und dann haben wir natürlich ein paar Kanister. Wir haben hier einen beigen, ganz normal, können wir auch irgendwo aufnoppen. Wir haben einen olivfarbenen, können wir auch aufnoppen für Sprit. Und was ich gelernt habe, wir haben hier einen mit dem weißen Kreuz, das heißt Wasser. Ja, ja, Freunde, danke für euer Feedback. Ich lese eure Kommentare durch. Das ist cool. Ja, und dann haben wir hier 5 Dudes und wir fangen mal mit den, ja, vielleicht lustigsten an. Das ist hier der Herr mit Oberkörper frei, blonde Haare, keine Haare auf dem Kopf, also blonde Körperbehaarung und Oberkörper frei, beige Hose, typisch Afrikatarn und braune Stiefelchen und einen Schnäuzer im Gesicht und hier was für ein durchtrainierter Dude. Und von hinten, ja, nix. Kein Markus Röhle, wie der heißt, also, aber trotzdem gut durchtrainiert, cooler Typ. So, geht an die Seite. Dann haben wir hier einen traurig reinguckenden, ja, deutschen Soldaten aus der Inst, der hier schönen Hosenträger hat, schönen grünen Druck, auch die braunen Stiefelchen, der guckt etwas böse, wahrscheinlich wird der Panzer nicht zum Termin fertig. Rückseite sehen wir auch die Hosenträger und wie gesagt hier diese Schuhe, die man jetzt so draufnoppen kann. Ich kann es euch ja zeigen. Zack. Ich brauche da immer ein bisschen Kraft für, um sie da richtig reinzumachen. Aber man hört es, wenn es einrastet. So, ihr habt es vielleicht gehört. Jetzt ist es eingerastet. So, er guckt böse, kurze Haare. Typischer deutscher Schnitt der 40er Jahre, möchte ich mal behaupten. Dann haben wir hier auch einen böse reinguckenden, schlecht rasierten Lanzer vom deutschen Afrikakorps mit seiner MP40 und hier hinten mit den Gasmaskenbehälter, Wasserflasche, Brotbeutel und. Auch diesen Tragegurt, diesen Trageriemen, Feldmütze, die ich ja auch in den Videos ab und zu mal angehabt habe, und schönen Druckkoppel und auch diese braunen Stiefelchen. Dann haben wir noch einen, der guckt genauso böse rein, auch genauso schlecht rasiert, mit Helm, mit Karabiner, K98. Und hier sieht man Munitionstaschen aufgedruckt auf diesen Trageriemen. Hinten aber auch wieder diese Gasmaskenbehälter und Wasserflasche, Brotbeutel etc. plus die braunen Stiefel. Übrigens, dieser Gasmaskenbehälter, den haben auch die Stormtrooper bei Star Wars, denn generell sind ja die Stormtrooper an deutsche Uniformen angelehnt. Das nur mal so als kleiner Funfact am Rande. Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsfigur, den italienischen Soldaten der Verbündeten damals. Richtig cool, schöner Schnäuzer hier oben mit den Drucks auf der Mütze auch. Hier diese italienischen Hoheitsabzeichen. Eine Flasche. Das soll jetzt hier kein Stereotyp sein. Ich habe einfach die Flasche irgendjemandem in die Hand geben wollen und auf dem Karton bei Kobi hat auch der Herr die Flasche in der Hand. Deswegen habe ich es einfach mal genauso gemacht. Wir alle wissen ja, Italiener lieben Vino, aber auch Aqua und andere Getränke. Und auch er hat, schaut mal, richtig schöne Bauchmuskeln. Ja gut, das haben alle diese Kobi-Figuren.
als Mold. Aber auch hier Stiefel, ihr seht sie, da können wir abmachen und wieder reinmachen. Zack. Damit hat dann die Figur so eine Art Knickerbocker, möchte ich mal behaupten. Von hinten dann nicht bedruckt, aber dafür halt oben auf dem Schiffchen richtig cool. Ich glaube, bei dem Film Corleones Gitarre oder sowas, da spielt Nicolas Cage, glaube ich, einen italienischen Soldaten. Da sieht man auch solche Uniformen. Ja, Freunde. Aber das war nur das Vorspiel. Ich weiß, ich rede 10 Minuten schon, aber jetzt kommen wir hier zu unserem Hauptdarsteller, unserem Panzer 3. Ich nehme ihn mal runter, beziehungsweise die Kiste hier von meinem Drehgestell und zeige ihn euch. Vorab, Fahrtest, und ich mache das mal hier, er rollt so smooth wie noch kaum ein anderer Panzer von Kobi hier bei mir. Also wirklich Hammer, richtig cool. Ich weiß nicht, ob es an der Kettengliederanzahl ist. Er rollt top. Dass ein bisschen hängt, ist egal, aber durch das Fahrwerk hier rollt der richtig gut. Also das ist schon mal alleine ein Kaufgrund, wenn ihr mal ein Fahrzeug, einen Panzer rollen lassen wollt von Kobi. Das ja nicht immer geht. Also richtig cool. Ich finde, Rollen ist auch das Stichwort. Ich habe euch ja im Intro ein Fahrzeug gezeigt, das heute noch existiert. Besucht mal ruhig den Herrn, der das Video gedreht hat. Tanks and More, gibt es tolle Videos. Aber ich habe das Video gewählt, weil man sieht nämlich da schön das Laufwerk, die Räder, die Laufrollen und auch die Aufhängung, die wir hier auch gebaut haben, die sieht man da nämlich auch in echt. Und deswegen sieht man, dass Kobi das sehr gut getroffen hat. Auch zum Beispiel hier diese Wartungsklappe, die wir erkennen, wenn wir Klemmbaustein-Fans sind. Damit hat zum Beispiel ein dänischer Hersteller lange Zeit seine LKWs und Autos die Türen mit angedeutet. Also mit einem ähnlichen Mold, der ist hier bei Kobi sogar noch etwas mehr ausgearbeitet. Wir haben nämlich hier so eine Vertiefung und der Griff müsste weiter oben sein. Aber wir haben hier halt auch eine Wartungsklappe, finde ich richtig cool, beziehungsweise Klappe zum Innenraum. Also das ist schon mal Hammer. Die Ketten sind auch besonders toll, haben auch diesmal fast Spaß gemacht zu knüpfen. Nein, war jetzt gelogen, Kettenknüpfen macht nie Spaß, aber es ging besser als bei so manchen anderen Set. So, wir haben hier schöne Drucke, die klappen hier vorne. Wir haben hier die Luke vom Fahrer als Print. Wir haben da an den Seiten die Luken als Print, das Balkenkreuz. Jede Luke ist hier eigentlich ein Print. Und hier das gleiche wieder Balkenkreuz und da auch die Luken und die Motorklappen. Aber da kommen wir gleich zu. Also von vorne, wir haben hier auch nochmal Kettenglieder. Wir haben da die Lampen, die ich euch gerade gezeigt habe. Dieses kleine Transklierteil, was wir hier reindrücken können. Wir haben hier oben Spaten, Axt und eine Antenne, so, zack. Auch ganz toller Print sind hier die Lüftungen, die Filter, richtig nice. Und hier hinten haben wir natürlich auch nochmal ein Balkenkreuz. Von unten, ja, fast konservative Kobi-Bautechnik, was Panzer angeht. An den Seiten wieder mit Brackets hier bauen wir was ran, da und da. Hier schön, aber so ein bisschen hier die Abgasanlage. Jetzt muss man ein bisschen festdrücken, so. Und diesen Schlauch hier oben, also das hat Kobi richtig toll gemacht. Und vor allen Dingen die ganzen Räder hier mit Gummi, so muss das sein. Ein Panzer 4 mit solchen Laufrädern, das wäre mal cool, also mit Gummi drauf. Und vor allen Dingen seht ihr hier in 2 Reihen, ne? Richtig nice. Somit haben die wirklich die Optik von Rädern eines Panzer 3 bzw. Panzer 4. Ja, hier haben wir halt dann das Gedöns, habe ich euch gerade gezeigt. Auf der anderen Seite dafür halt die Kisten und den Wagenheber, glaube ich, oder auch einen Schraubschlüssel. Ich glaube, beim Panzer 4 war es ein Wagenheber. Egal, hier diese 2 Kisten, wo wir halt auch da noch eine liegen haben. Und dann kommen wir eigentlich zum coolsten, den Turm. Nein, Spaß, aber der Turm ist auch cool geworden. Hier halt, wie gesagt, in einer längeren Version mit der Kanone. Kürzere nimmt ihr einfach ein paar Elemente weniger, beziehungsweise haben wir hier auch dann noch mal eins dazu, um sie umzubauen. Brauche ich aber nicht, ich möchte die lange bauen. Finde, sieht immer irgendwie besser aus. Der Panzer 3 war ja auch so quasi der erste moderne, richtige Panzer, der auch für viele Panzer formgebend war. Wenn man heute Kinder sagt, mal ein Panzer, die würden immer diese Kastenform unten mit der Kette bauen, dann einen kleineren Kasten und obendrauf nochmal einen Turm. Und das kommt vom Panzer 3. Also deswegen so quasi der Urvater der Medium Tanks, würde ich mal behaupten. So in meiner laienartigen Blockstar-Manier. Hier vorne Maschinengewehr, da auch Maschinengewehr. Der Turm hier mit dem, ups, habe ich nicht richtig festgeklebt. Geklebt, um Gottes Willen, hier braucht man gar nichts kleben. Festgeklemmt, so. Passt auch ganz gut, denn es gab ja auch so ein großes Turmlug. Ich will es so wieder festklemmen, da seht ihr es so. Kann man schön auch eine Figur reinpacken, hat also Noppenfläche und der kommt auch groß und wulstig daher, so wie man es beim Panzer 3 kennt. Also richtig cool. Aber ich nehme den Turm jetzt mal ab, denn ich will euch was zeigen.
Ja, jetzt sind natürlich diese Kobi-Steine schön glatt und ich habe schmierige Finger, weil ich ein schmieriger Typ bin. So, machen wir es so. So wird da drauf gemacht. Zack, zack. Schöner Turm, geht an die Seite. Ich möchte euch aber hier hinten was zeigen. Deswegen haben wir den Turm mal weggenommen. Denn ihr seht es hier schon, da klemmt was nicht richtig. Nein, weil es muss nicht geklemmt werden. Es wird gesteckt, meine Freunde. Hier so gebaut, da rein. Das ist die Abdeckung der Motorhaube, beziehungsweise es ist die Motorhaube. Schön gebaut. Auch hier sieht man wieder alles, was Kobi hat und was auch hier alles drin steckt. Baurichtungsumkehr, asymmetrisches Bauen. Weil wir sehen hier, da 2 Steine, da einer. Hier diese ganz flachen Fliesen, die inverted, möchte ich mal behaupten. Also ihr seht an diesem kleinen Teil schon, was hier wieder alles verbaut ist, was Kobi hier wieder alles zaubert mit den verschiedenen Bautechniken, dass es einem nicht langweilig wird. Aber jetzt kommen wir zum Highlight, nämlich diesem tollen gebauten Motor. Verschiedene Farben. Prince, hier sehen wir, Prince, es soll wahrscheinlich die Batterie sein, ich gehe mal davon aus. Da sehen wir verschiedene Punkte. Wir haben dieses Rostrot zum Verbauen, was wir bei vielen Kobi-Sets von früher kennen, hier auch. Was ins Braun geht so ein bisschen. Und wir haben den Motor hier oben mit den Zylinderdeckeln, die Ventile hier unten. Richtig cool. Also man könnte ihn sogar noch rausnehmen, aber ihr habt es ja im Speedbild gesehen. Da Hammerteil. Vor allen Dingen auch dieses Graue und dann wieder Metallic. Dann wieder hier Oliv, dann Schwarz. Und auch die Bautechniken hier, nämlich einfach diese, ja, besondere Art des C-Claim, nenne ich es mal, die wir hier so raufnoppen da. Also wirklich wieder par excellence, was Kobi hier gemacht hat. Ein schöner gebauter Motor. Ich glaube, da stehen wir Technikfreunde alle irgendwie drauf. Und hier haben wir dann auch nochmal die Räder. Richtig cool und die Abgasanlage. Und der Clou, wie gesagt, wir schieben es einfach nur hier so rein. Zack, zack. Und haben dadurch auch so eine leichte Wölbung. Also nochmal eine Erhöhung an der Wölbung, die richtig gut daherkommt. Also Freunde, dieses Fahrzeug ist wirklich Zucker, richtig Zucker. Und ich freue mich, euch das gleich nochmal in den Details, in den Fotos zeigen zu dürfen. Ich muss echt sagen, ich werde mir dieses Fahrzeug nochmal besorgen. Hier raus ein Panzer 4, beziehungsweise auf jeden Fall das Stück 3 nochmal zu bauen, ist, glaube ich, ein Muss. Ja, Freunde, das war's bis hierhin. Jetzt gibt es noch mal ein paar Detailfotos und dann schauen wir uns noch einmal in die Augen, meine Freunde. Ich freue mich. Dieses Set hat ein langes Video verdient. Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle bekommt ihr ein paar Detailfotos von mir. Diesmal schäme ich mich ein bisschen dafür, denn man sieht ganz eindeutig, dass ich an der Motorabdeckung eine Fliese verkehrt herum aufgebaut habe. Ihr seht jetzt quasi 2 Klappen versetzt, das gehört sich so nicht. Ich habe das leider jetzt erst am Schluss beim Schneiden des Videos entdeckt. Ich glaube aber, ihr seht mir das nach. Ist mir auch schon öfter passiert, bloß normalerweise nicht bei deutschen Fahrzeugen. Ich schaffe es ganz oft bei amerikanischen Sternen, diese zu verdrehen, dass sie fast aussehen wie Pentagramme. Wie kommt das bloß? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall keine Absicht. Ja, Freunde, was aber volle Absicht ist, ist, dass ich hier von diesem Set schwärme, weil ich finde, es hat ziemlich tolle Teile. Zum Beispiel die Ketten, die gefallen mir richtig gut. Die gingen diesmal relativ einfach zu knüpfen, denn wenn ich bei aller Liebe zum Panzerbau aus Klemmbaustein etwas nicht mag, dann ist das Kettenknüpfen. Am liebsten die ganz großen, so wie beim T72 von Kobi, aber auch da tut irgendwann einen die Hand weh. Also Kettenknüpfen ist das, was ich am wenigsten mag, aber mit diesen ging es. Vielleicht liegt es aber auch an meinem Bauchflies, da fusselt das immer mit Ketten so. Das seht ihr auch ab und zu in den Videos. Ja, Freunde, schaut bitte aber auch unten nochmal in die Videobeschreibung, das passt ganz gut so in den Videos sehen, denn dort findet ihr nämlich zum Beispiel den Link zu dem kompletten Video, was ich benutzt habe für das Intro. Ihr findet dort natürlich eine Art Quellenverzeichnis zu den Quellen, die ich benutzt habe, um euch die Fakten für den Panzer 3 generell zusammenzustellen. Und ihr findet natürlich auch wieder Links zu meinem Lieblingsshop, wo ich am liebsten Kobi kaufe. Das ist einmal buildandbricks.de. Dort bekommt ihr sogar einen 15%igen Rabattcode, der, wem wunder es, Blockstar heißt, oder ein Link zu Modbricks. Dort gibt es unter anderem auch noch viele andere Klemmbaustein-Hersteller. Aber Freunde, natürlich auch wie immer hier der Hinweis, kauft nur dort, wo ihr euch am wohlsten fühlt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in Polen bei Kobi direkt bestellt, was ihr ja müsst, um an so eine Limited Edition zu kommen, würde ich euch immer empfehlen, tut euch da mit Freunden zusammen,
kauft dann dort mehrere Einheiten, dann könnt ihr nachher durch die Anzahl der Freunde das Porto aufteilen und spart so etwas Geld. Denn es kostet so immer so um die 10 Euro, wenn ihr einen normalen Standard-UPS-Versand habt, und je mehr dann bestellen, umso mehr könnt ihr euch das teilen. Ja, Freunde, apropos teilen, ich teile jetzt noch gleich im letzten Teil ein paar schöne Worte mit euch. Viel Spaß dabei. Wir kratzen die 30-Minuten-Marke, aber ich meine, es war eine Menge dabei. Es gab Fakten, wir haben am Anfang das Unboxing gemacht, es gab etwas zum Spielen und ich habe euch gezeigt, wie toll dieses Fahrwerk am Rollen ist, und generell dauern ja Limited Edition Reviews immer, weil eine ganze Menge dabei gepackt ist. Aber das nochmal ein Stichwort, Freunde, Limited Edition, die braucht ihr gar nicht. Wenn ihr nur das Fahrzeug haben wollt, wartet bis Oktober, da kommt dann nämlich die 2562 auf den Markt. Da habt ihr dann nur 2 Minifiguren, trotzdem das 2 in 1 Set, also kurze Kanone, lange Kanone. Ich blende es euch auch mal hier oben ein. Dann habt ihr auch nichts falsch gemacht, wenn ihr sagt, ich brauche diese Feldinstandsetzung gar nicht und mir reichen 2 Minifiguren. Also das macht Kobi ja öfter. Ich wollte euch das ganze Geraffel zeigen. Ich wiederhole mich da gerne, weil ich das mal cool fand zu sehen, was Kobi so baut. Ich habe mal hier die Minifigur vom Italiener an den Werktisch gestellt. Naja, jetzt sagt man immer, Italiener ist klein, aber trotzdem ist die Figur so vom Maßstab, passt das da nicht ganz so. Aber hey, man kann da ja auch noch was wegnehmen und ohne Witz, diese ganzen Sachen, die Sachen dazu, der Hocker, das Schweißgerät, der Kompressor, die Leiter, richtig, richtig cool. Ich bin gespannt, ob ihr da Dioramen rausbaut. Ich werde es machen. Für mich eines der tollsten Sets, die ich dieses Jahr gebaut habe von Kobi. Und das, obwohl es nur der kleine Panzer ist. Also nicht der Panzer 4 oder Tiger oder Königstiger, sondern nur der kleine, schnucklige Panzer 3. Wie immer, Freunde, euer Feedback bitte unten in die Kommentare. Davon lebe ich, denn ich mache die Videos ja nicht nur zum Spaß, sondern auch für euch. Wobei das auch Spaß ist, also doppelt Spaß. Ihr wisst, dieses typische YouTuber-Gelabere. Und wo wir schon mal dabei sind, würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch, Daumen runter lassen würdet. Vielleicht lasst ihr auch ein kostenloses Abo da. Support ist kein Mord, denn ich habe gehört, dass über 50% von den Leuten, die hier zuschauen, also du und du, vielleicht auch gar nicht diesen Kanal abonniert habt. Das würde mich freuen. Abo kostet nichts, wie gesagt. Außerdem hilft es auch dem Algorithmus bzw. meinem Kanal beim weiteren Wachsen, damit ich euch noch mehr solcher toller Kobi-Sets vorstellen kann. In diesem Sinne, Freunde, klemmt gut, habt Spaß, holt euch immer mal ein bisschen Fakten rein. Dafür gibt es hier genug Videos. Ich erzähle euch gerne die Geschichte hinter der Geschichte, denn ihr wisst ja, jedes Klemmbaustein-Set hat eine Geschichte, die ich gerne erzähle. Das war's. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.